Wir klären mal die Frage, wie waren die historischen Renditen von Gold überhaupt, gehen ein bisschen in die Geschichte rein und klären dann zum Schluss, braucht man Gold in seinem Portfolio und auch zur Diversifikation. Mein Name ist Alex, ich bin ehemaliger Honorarberater und dieses Video ist wie immer keine Anlageberatung. Ich teile euch meine Gedanken und was ihr dann daraus macht, ist eure eigene Entscheidung. Starten will ich das Video mal ein bisschen mit der Geschichte von Gold. Wir gehen da mal ein bisschen rein. Vor allem, wenn man ja überlegt, in was investiere ich, betrachtet man vor allem immer sehr lange Datenreihen, schaut historische Renditen von Assetklassen an. Und Gold hat halt eine sehr, sehr, sehr lange Historie. Dementsprechend gibt es da auch viele Daten zu. Aber wenn man wirklich Gold als Assetklasse betrachten will und da Renditen mit anderen Assetklassen vergleichen will, dann sollte man wissen, dass bis 1971 der sogenannte Goldstandard gegolten hat. Zu dieser Zeit oder bis 1971 war es eigentlich so, dass Währungen an den Goldpreis gekoppelt waren und normale Bürger eigentlich gar nicht so Zugriff hatten, Gold zu erwerben. Es gab auch teilweise ein Goldverbot, hohe Strafen darauf, wenn man Gold besessen hat. Und ab 1975 war es dann möglich für Privatanleger überhaupt Gold zu erwerben. Und deswegen macht es auch Sinn, erst ab 1975 diese Renditen zu vergleichen. Also wir haben da gut 50 Jahre. Das reicht doch aus, ja, wenn man die mit anderen Assetklassen vergleichen möchte. Genau, also das vorab, ab 1975 macht es da Sinn, das zu vergleichen. Steigen wir mal in das Thema ein, maximaler Drawdown von Gold, ja, bevor wir auf die Rendite eingehen. Was viele nicht wissen, auch Gold hatte mal einen maximalen Drawdown, also bedeutet, ging mal bis zu 80% bergab, und zwar der Tiefpunkt war um 2001. Ja. Wenn man jetzt ein breit gestreutes ETF-Portfolio auf dem Weltaktienmarkt dagegen legt, dann waren das ungefähr so 50% maximaler Drawdown. Ja. Das war 2009 rum. Also man sieht schon, dass Gold auch, ja, dass da auch ein hohes Risiko drin stecken kann. Ja. Wenn man so ein bisschen Recency Bias mäßig unterwegs ist, schaut dann natürlich nur auf die nahe Vergangenheit, dann vergisst man das gerne. Deswegen schauen wir uns immer gerne lange Datenreihen an. Die Rendite von Gold war die letzten 50 Jahre so um die 2-3%. Ja. Also nach Inflation, Realrendite. Ist okay, aber wenn man das natürlich mit dem Aktienmarkt vergleicht, der so 7-8% da erreicht, dann stellt man fest, dass die Rendite wesentlich schlechter ist als die von so einem breit gestreuten ETF-Portfolio, zum Beispiel auf dem globalen Aktienmarkt. Ja. Natürlich kommt es auch immer ein bisschen drauf an, auf die Rendite, wann betrachte ich die überhaupt. Ja, also früher waren schlechtere Renditen da, die letzten 15 Jahren waren sehr starke Renditen da. Ja, da war es, ich glaube, auch so 7-8-9%. Ja, also, aber man muss immer den langen Durchschnitt sehen, weil wir kennen einfach die Zukunft nicht. Ja. Was will ich noch sagen zu Gold? Gold hat im Prinzip sehr viel Trust, weil es sehr lange gibt und jeder Gold kennt und schon immer so ein bisschen an Wert gewonnen hat, wenn man es langfristig betrachtet. Aber es hat natürlich keinen intrinsischen Wert. Ne? Es ist nur ein Basiswert. Man kauft Gold heute, weil man hofft, dass jemand in Zukunft euch dieses Gold zu einem höheren Preis abkauft. Ja? Also eine Aktie hat ja eine Kurssteigerung und eine Dividende, eine Gewinnausschüttung. Eine Anleihe hat einen Zins, eine Immobilie zahlt normalerweise eine Miete. Genau, aber so ein Basiswert wie Gold, ja, so ein Edelmetall hat halt wirklich keinen intrinsischen Wert. Ja. Viele Argumentationen Richtung Gold gehen auch so ein bisschen in die Richtung, ja, ist eine Krisenwährung und so weiter und so fort. Also wenn man natürlich solche extrem intensiven Krisen damit absichern will, dann ist es meiner Meinung nach so, weiß ich auch nicht, ob man mit Gold so weit kommt.
Meiner Meinung nach ja, brauchst du da auch irgendwie eine starke Familie, starke Freunde. Wenn es natürlich in solche richtig extremen Krisen gehen wie Erste und Zweite Weltkrieg oder sowas. Und was man natürlich auch wissen muss, ist zum Beispiel der Goldpreis ist im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallen, ja, nicht gestiegen. Dem sollte man sich auch mal bewusst sein, wenn man jetzt Gold investiert, weil man irgendwie Krisen absichern will. Ich will nur kurz auf den Steuervorteil eingehen, den es in Deutschland gibt. Also nach 1 Jahr Haltedauer ist ja, so ein Goldinvestment in physische Münzen oder Goldbarren nach 1 Jahr Haltedauer ist da der Gewinn steuerfrei. Ja. Wenn ihr das Ganze über Wertpapiere abbilden wollt, sogenannte ETCs, ja, dann schaut euch mal die letzten 2 Videos von mir an. Da bin ich auf Xetra Gold 2 und auf Xetra Gold und Euwax Gold 2 eingegangen, auf diese 2 Produkte, die auch diesen Steuervorteil haben. Schaut es euch gerne mal an. Als Fazit will ich mal sagen, meiner Meinung nach braucht man kein Gold im Depot, ja, weder physisch zu Hause noch ja, im Wertpapierdepot. Wenn man natürlich große Vermögen hat und da ein bisschen was in Gold parken will, da spricht nichts dagegen. Aber eine Beimischung ist eigentlich meiner Meinung nach ja, unnötig. Ja? Weil ich habe die Meinung, es geht ja auch immer dieses Thema ja, Assetklassen, Diversifikation. Ich muss Aktien haben, Anleihen haben, Immobilien haben, Rohstoffe haben und so weiter und so fort. Es ist eigentlich mittlerweile aus der Finanzwissenschaft ziemlich klar, ja, dass eigentlich langfristig nichts besser performt als ein ja, breit gestreutes Aktienportfolio, ja, über die ganze Welt gestreut. Und das mischt man einfach mit risikoarmen Anlagen wie kurzlaufende Anleihen oder sowas, ja, um da ein bisschen das Risiko zu managen. Und genau, das nennt man risikolosen Anteil und risikobehafteten Anteil vom Portfolio. Und meiner Meinung nach muss man dann nicht irgendwie noch den risikobehafteten Teil mit anderen Assetklassen, die eine schlechtere Durchschnittsrendite als Aktien und so weiter haben, mischen. Genau, aber das ist meine Meinung. Da gibt es viele Meinungen drüber. Bildet euch eure eigene Meinung. Wie schon vorhin gesagt, ist keine Anlageberatung. Sind nur meine Gedanken dazu und meine praktische Erfahrung. Und ja, wenn ihr Hilfe bei der Geldanlage braucht, schaut mal gerne in die Videobeschreibung, informiert euch da über meine Coachings und Seminare zum Thema Geldanlagen, Vermögensaufbau mit ETFs. Und wenn ihr auch noch keinen Wertpapierbroker habt, dann schaut da auch gerne mal rein. Dort habe ich mal den Wertpapierbroker verlinkt, den ich selbst nutze. Und wenn ihr diesen Link zur Eröffnung benutzt, dann helft ihr mir, diesen Kanal zu finanzieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert gerne. Ja, ist natürlich ein Thema, da gibt es viele Meinungen drüber, deswegen kommentiert da gerne, ich antworte gerne und abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao.